1 Million Euro als Angestellter. Ist das überhaupt möglich? Wenn ja, wie viele Jahre braucht man dafür? Meine Frau und ich investieren seit 2019 in Aktien und ETFs als Team. Unser Ziel ist es, bis 2036 die Millionenmarke zu knacken, um finanziell freier zu werden und nur noch auf Wunsch weiterzuarbeiten. Den ganzen Weg bis dahin, inklusive persönlichen Änderungen wie Homeoffice, Nachwuchs, Elternzeit, Reisen oder Autokauf, teile ich seit 2024 ganz offen hier mit dir auf YouTube. Unser aktueller Stand: 283.000 Euro in Aktien und 11.000 Euro Cash-Reserve. Das Jahr startete extrem gut, aber dann kam der Iran-Konflikt und schickte unser Depot direkt in den Tomatenbereich. Du weißt schon, wegen der roten Zahlen. Und heute will ich dir von meinen neuesten Investitionen berichten, die ein massiver Baustein für unser Ziel sind. Ich zeige dir heute, welche 3 Aktien das sind und wie ich aus diesen Positionen langfristig ein Vermögen von über 2 Millionen Euro herausholen will. Wie viele Stück ich zu welchem Preis gekauft habe, welche 3 weiteren Qualitätsaktien ich aktuell als kaufenswert sehe und warum unser alter Mercedes uns fast die komplette monatliche Sparrate gekostet hat, das erzähle ich dir gleich. So ein Content klingt für dich hilfreich und spannend? Dann lass ein Abo da, um keine Updates zu verpassen, und gib dem Video ein Like. So hilfst du, das Video auf YouTube zu verbreiten und Menschen zu erreichen, die noch gar nicht angefangen haben zu investieren. Danke für deinen Support und jetzt schnall dich an. Wir rechnen uns heute reich. Alle meine Videos dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und sollen einfach als Motivation und Inspiration dienen. Also nicht vergessen, es ist keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Von wem auch? Von einem normalen Büroangestellten? Unser Depotwert ist massiv geschwankt, aber ich habe genau jetzt 3 der stärksten Qualitätsaktien der Welt nachgekauft. 2 davon werden bei einer hohen Inflation sogar als klare Gewinner hervorgehen. Doch die eigentliche Challenge war diesen Monat nicht die Börse, sondern mein Konto. Ein Defekt am Auto hat meine Sparquote attackiert. Wie ich es trotzdem geschafft habe, über 600 Euro zusätzlich zu investieren, warum ich nächste Woche zwangsweise untertauchen muss und warum genau das für dich die Chance auf maximale Transparenz ist, das erzähle ich dir am Ende. So, alle schauen auf den Iran-Konflikt und verkaufen aus Panik. Ich kaufe aber gechillt immer wieder nach. Aber bevor wir zu den Zahlen kommen, mein Mercedes-Desaster. Vor einem halben Jahr habe ich dir von meinen alten Mercedes erzählt. 240.000 Kilometer gelaufen, mein absolutes Sparwunder. Doch vor 3 Wochen auf dem Heimweg passierte es. Ein heftiger Knall von hinten, das Rad wurde glühend heiß und es hat extrem nach verbrannter Bremse gestunken. Mein erster Gedanke war, ja, das war's mit der Sparrate für diesen Monat. In der Werkstatt hätte mich das locker 600 Euro oder mehr gekostet. Aber da ich in meiner Studentenzeit viel selbst geschraubt habe, dachte ich mir, hey, in die Werkstatt bringen kann ich ihn immer noch. Ich schaue erstmal selbst rein. Am Ende waren es 40 Euro für neue Bremsen und 10 Euro für die Paste. Ein halber Tag Arbeit unter dem Auto statt im Büro und voilà! Der Wagen läuft wieder. Wenn du solche Einblicke öfters sehen willst, schau unbedingt auf Insta vorbei. Das Ergebnis der Aktion: ich habe über 500 Euro an Reparaturkosten gespart. Und genau dieses erarbeitete Kapital habe ich direkt in den Markt geworfen. Welche 3 Qualitätsaktien ich mit diesem geretteten Geld gekauft habe und welches Vermögen mir diese generieren sollen, das schauen wir uns jetzt an. Die erste Aktie, die ich mir am 26. März geschnappt habe, ist mal wieder Microsoft. Ich habe eine Aktie zu 320 Euro gekauft. Allein dieses Jahr habe ich schon 7.500 Euro in Microsoft investiert und bei Kursen unter 320 Euro werde ich definitiv weiter nachkaufen. Microsoft war meine allererste Einzelaktie, die ich im März 2020 gekauft habe. Seitdem nutze ich solche kleinen Korrekturen wie heute nur noch zum Aufstocken. Wenn es um Zukunftstechnologien wie KI und Cloud geht, ist Microsoft einer der wenigen Big Player, die massiv profitieren werden. Daher
habe ich die Position auf 66 Aktien ausgebaut, die aktuell über 21.000 Euro wert sind und mit über 33% im Plus liegen. Hier erwarte ich einen Kurswachstum von 15 bis 20% in den nächsten 12 Monaten. Mal schauen, wann die Aktie wieder nach oben dreht. Die zweite Aktie, die ich am 2. April über den Sparplan aufgestockt habe, ist der Zahlungsdienstleister Visa. Der 175 Euro Sparplan wurde beim attraktiven Kurs von 260 Euro ausgeführt. Damit habe ich meine Gesamtposition auf über 5.000 Euro aufgestockt. Ich habe in meinen letzten Videos immer wieder erwähnt, dass ich Visa mit mindestens 5.000 Euro im Depot sehen möchte. Mein Mindestziel ist also erstmal erreicht. Aktuell besitzen wir 19,3 Aktien und solange der Kurs unter 270 Euro liegt, lasse ich den Sparplan weiterlaufen. Viele haben Angst vor der hohen Inflation, aber Visa verdient einen Prozentsatz pro Transaktion. Das heißt, je höher die Preise, desto höhere Beträge werden umgesetzt und desto mehr Gewinn bleibt bei Visa hängen. Ein tolles Geschäft, oder? Und die dritte Aktie mit dem gleichen Geschäft, die ich ebenfalls am 2. April aufgestockt habe, ist Mastercard. Hier wurde der 175 Euro Sparplan beim Kurs von 431 Euro ausgeführt. Somit habe ich meine Position auf 7,8 Anteile im Wert von 3.300 Euro ausgebaut, die aktuell bei plus minus 0 liegen. Hier ist der Plan ebenfalls auf 5.000 Euro zu kommen, deshalb wird der Sparplan unter einem Kurs von 450 Euro fortgeführt. Und eine kleine Motivation für dich. Rechnen wir das mal hoch. 21.300 Euro Microsoft plus 5.000 Euro Visa plus 3.300 Euro Mastercard macht zusammen knapp 29.600 Euro. Alle diese drei Unternehmen sind in den letzten 10 Jahren zwischen 15 und 22% pro Jahr im Kurs gewachsen. Wir nehmen konservativ einfach mal die unteren 15% und lassen die Aktien 30 Jahre lang liegen. Und woppa! Aus den knapp 30.000 Euro können bis zu meinem Renteneintritt theoretisch um die 2 Millionen Euro werden. Und die Dividenden kommen ja noch oben drauf. Wenn ich solche Zahlen sehe, dann weiß ich manchmal gar nicht, wozu ich überhaupt noch in die gesetzliche Rentenkasse einzahle. Zum Thema bessere Alternativen als die gesetzliche Rente. Du weißt ja, mit P2P-Krediten hatte ich bisher wenig am Hut. Aber genau das will ich jetzt etwas ändern. Ich habe schon 1000-mal von Mintos gehört, hatte aber bisher nie einen Account. Die Auswahl an Investments hier ist echt groß. Da wir für ETFs und Krypto wahrscheinlich alle schon versorgt sind, interessieren mich hier vor allem Kredite und Immobilien. Warum in Kredite investieren? Erstens, die Renditen sind oft deutlich höher als bei den meisten Dividendenunternehmen. Und zweitens, ich will ein echtes Gefühl für diese Anlageklasse bekommen und mein Portfolio noch breiter diversifizieren. Bei Mintos kannst du die Kredite sogar selbst auswählen und aktiv managen oder passiv automatisieren lassen. Zum Start habe ich 300 Euro in die Core Loans gesteckt, das heißt, mein Geld wird hier automatisch über verschiedene Kreditarten und Länder verteilt. So kann ich das Ganze passiv beobachten und entspannt um die 9% Zinsen pro Jahr kassieren. Aber Achtung, die 9% sind natürlich nicht garantiert. Es kann mehr oder weniger sein. Vergiss nicht, es sind Kredite, die auch mal ausfallen können. Das heißt, wie auch bei den Aktien gibt es hier ein gewisses Risiko. Aber ich zeige dir mal kurz, wie das Ganze von innen aussieht. Hier siehst du meinen Portfoliowert, den Zinssatz und die Laufzeit. Die Übersicht zeigt dir genau, welche Kredite pünktlich sind und wo es Verzögerungen gibt. Rechts siehst du die Verteilung nach Land und Kreditart. Unter Investitionen kannst du dir sogar die einzelnen Schuldverschreibungen im Detail anschauen. Alles also ziemlich transparent und übersichtlich. Nächstes Mal schaue ich mir die Immobilieninvestments genauer an, aber erst mit dem nächsten Gehalt. Falls du noch keinen Mintos-Account hast und dein Portfolio auch breiter streuen willst, den Link findest du direkt unter dem Video. Und mit dem Code WEALTH26 kannst du dir je nach Anlagesumme bis zu 500 Euro Bonus sichern. Die Aktion gilt bis zum 30. April. Zurück zum Video. Du weißt ja, investieren ist ein Marathon, kein Sprint. Aber manchmal frisst das Leben eben die Sparquote auf. Und jetzt kommt's. Nächste Woche kommen meine Schwiegereltern für 2 Wochen zu Besuch. Yep, das wird für mich und meine Frau sicher nicht ganz einfach. Aber hey, das ist Familie. Wer also ein bisschen Mitleid mit mir hat, weil ich 2 Wochen lang Schwiegerelternprogramm statt Börsencharts machen muss, schreib mir mal ein viel Glück in die Kommentare. Heißt das jetzt, dass 2 bis 3 Wochen keine Videos kommen? Nope. Weil ich dann beschäftigt werde, habe ich etwas Besonderes für dich vorbereitet.
Ich werde im Vorfeld meinen kompletten Ist-Stand aller Positionen aufnehmen und als nächstes Video posten. Absolute Transparenz, das heißt, du bekommst den Einblick in jede einzelne Position, die Rendite und jede erhaltene Dividende. Und bevor ich mich in den Familienbesuch verabschiede, hier noch meine 3 Top-Kandidaten, bei denen meine Kursalarme scharf gestellt sind. Erstens, Amazon werde ich unter 170 € aufstocken. Zweitens, bei Meta greife ich unter 450 € zu. Und drittens, bei Main Street Capital plane ich unter 45 € einzusteigen. Aber nicht vergessen, das sind nur meine persönlichen Wunschkurse, also nicht alles einfach direkt nachmachen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du dieses schnelle Format über meine Investitionen gut findest, dann schreib es mir unbedingt in die Kommentare. Mich würde brennend interessieren, hast du die Aktie von heute auch im Depot oder setzt du auf die Konkurrenz? Lass mir ein Like da und vergiss das Abo nicht, um unsere Reise zu Millionen nicht zu verpassen. Danke dir fürs Zuschauen und deinen Support. Hier findest du noch 2 weitere Videos, die perfekt zu deiner Strategie passen könnten. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kakao.